Hallo zusammen, ich begrüße euch aus Ambri und da im Ambri habe ich so einiges Cooles vor. Ich darf nämlich den brandneuen Audi e-tron RS GT, Audi RS GT e-tron GT ausprobieren und ich bin nicht alleine, sondern ich habe den Luca dabei, mein Bruder. Er wird heute ein bisschen Kameramann spielen und mein Paps ist auch dabei. Mein Paps wird das Auto hauptsächlich fahren und testen. Was ein Zufall. Was ein Zufall. Für die, die es nicht wissen, mein Vater googlen. Es geht ein bisschen zu lang, wenn ich erzähle, was er alles gemacht hat. Aber mein Vater ist ehemaliger Rennfahrer und hat bis heute stark im Rennsport zu tun. Was heisst, wer besser als er, um mit mir das Auto zu testen, der hat noch nicht mal den Führerschein. Darum hat er Duties zum Kamera heben. Das ist das Schneckli, das uns zur Verfügung steht. Ich habe extra hier unser Intro machen, weil sie haben hier jetzt gerade noch 3 stehen. Da kommt noch mal einer. Dort hinten nämlich findet die nächsten paar Tage ein Event mit Audi statt, wo Journalisten und so weiter und so fort können die Autos testen. Und ich habe jetzt den exklusiven Zutritt bekommen, um hier in Ambri auf dem Flugplatz wilde Sachen machen mit dem Auto. Ich würde sagen, wir steigen ein, ich montiere euch im Auto und wir legen los. Das ist eben ein Audi. Vielleicht schnell aufs Interieur, bis wir da ready sind zum Fahren. Es sieht ziemlich genau gleich aus, wie man ein Audi sonst auch kennt. Das ist schön viel Carbon verbaut. Aber der Schalthebel ist gleich, wie ich ihn jetzt zum Beispiel gerade letztes Wochenende beim Q4 e-tron hatte. Das Video wird aber wahrscheinlich nach dem erst rauskommen. Was es aber Gran Turismo-mäßig hat, relativ viel Platz, also Fläche hier in der Mitte. Relativ eine breite Mittelkonsole. Genau. Was mir auffällt, ist die Sitzposition. Da kommt man sich wirklich fast ein bisschen vor wie im Rennauto. Tief unten, trotzdem, und das ist vielleicht eher ein bisschen weniger als im Rennauto, trotzdem viel Raum, also man fühlt sich nicht irgendwie beengt oder etwas und man fühlt sich auf Anhieb wohl. Es ist einfach alles haptisch, auch sehr schön, optisch sehr schön, nur schön, ja, und Wohlfühl. Doch, also der erste Eindruck berauschend. Sehr schön. Die Straße ein bisschen anschauen zuerst, bevor man da so voll brettert. Also es ist ein Flugplatz, für all die, die es nicht verstanden haben. Es ist jetzt nicht die perfekte Asphaltgeschichte. Aber es hat natürlich Platz. Baby. Holy smokes! Oh Gott, wieso habe ich noch ein Stück Pizza gegessen vorher? Wir sind da einfach mal schnell auf 160 oben. Danke für den Platz, den wir da haben. Jetzt haben die Dings angezogen. Jetzt haben die Gurten angezogen, dass ich fast nicht mehr schnaufen kann. Wow! Meine Mütze sitzt schon schief. Das ist toll, wie sich das verhält. Also wenn man einfach so dahin cruist, ist das sehr relaxing und hast du auch relaxing gefunden? Unglaublich relaxing. Wenn man dann schnell fährt, dann fängt sich das alles an entsprechend einzustellen. Allen voran, wie du vorhin schon erwähnt hast, der Sitz, Gurten, wo extrem straff ist. Ich finde das sehr angenehm. Ich bin mir das gewöhnt aus den Rennauto und anderen sportlichen Fahrzeugen. Das ist da ganz extrem und ich empfinde es als ganz extrem angenehm. Toll, cool. Also als ersten Eindruck sehr beeindruckend. Ja. Also RS sind immer die Spitzenmodelle von Audi Sport oder Audi Quattro, wie es früher geheißen hat. Und das zieht mir jetzt weiter. Das ist sympathisch für alle, die es gekannt haben bis jetzt. Ja.
Und das macht ja auch sehr viel Sinn. Also, Ja, sicher. Das ist wieder Erkennungswert. Halt das RS kommt von Rennsport. Ja. Und so fühlt sich das Auto auch an. Wie Rennsport. Audi hat natürlich eine riesige, überdurchschnittliche Rennsport-Erfahrung und Rennsport-Erfolgsgeschichte. Und das auch wenn viele Leute heute behaupten, dass die Rennsporterkenntnis heute nicht mehr in die Serien einfließen, ist das Auto, das wir jetzt hier gerade fahren, der RS e-tron GT, der Beweis schlechthin, dass das eben nicht ganz stimmt. Genau. Was sehr beeindruckend war, gerade von Anfang an schon, sind die Bremsen an dem Auto. Ja. Fantastisch. Das Licht, da habe ich einiges schon darüber gelesen, ist natürlich grossartig. Da ist Audi sowieso ein Pionier diesbezüglich. Es hat niemand gegeben bis vor ein paar Jahren, der auf Fahrlicht so sich konzentriert hat und das in dieser riesigen Geschwindigkeit weiterentwickelt hat, wie das bei Audi geschehen ist. Und entwickelt wurde und erprobt wurde, ist es in einer beispielhaften Symbiose zwischen der Motorsportabteilung und den Kollegen, den Ingenieurskollegen in der Serie. Und das fließt halt alles in das Auto ein und das merkt man auf den ersten paar Metern, wo wir jetzt gefahren sind. Das Definitiv. ist fantastisch. Das ist eben auch etwas ziemlich Cooles, dass du kannst Beschleunigungsmessungen machen mit dem Auto, was nicht selbstverständlich ist mit Das ist Autos. lustig in der Tat. Kick down. Luca, bring ihn da nicht auf falsche Gedanken. Oh, aber also da muss man dann schon wissen, was man macht. Ja? Ja, also ich tue das Auto sicher nicht so testen, darum habe ich auch dich dabei. Oh, wo ist ich? Oi, 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 oi. Du hast ein Haar in der Kamera. Ja, sorry! Wenn wir mal Dings machen. Ein Launch Control. Luca, heb die Kamera fest. Ich heb mich. Jetzt ist er schon ready. Jetzt bist du ready. Das ist ready. Ja. Wir sind schon lange über unten drüber. 170. Ah! Ja, das ist klar, was das haben. Donuts. Ist das schlecht? Nein, nein. Nein, nicht viel. Also nur auf 100. Ready. Smokes. 3 Sekunden im Regen, wie findest du? 3 Sekunden. Und vor allem, was ja nicht mal, also 3 Sekunden ist ja das eine, aber keine Distanz, das ist das andere. Nein, Der Hauptpupf ist schon draußen. der Hauptpupf ist schon durch, Mensch. Ah, voll 3,1, unglaublich langsam. Ja, jetzt zieht er gerade den Sitz wieder an, ich kann es dir jetzt schon sagen. Ja, voll. Wir fahren so schnell, dass der Regen gar nicht regnet. Dann verschwindet einfach das Wasser. Der Regen regnet. Hast du Freude? Das ist schon geil. Wie? Oh, haben wir die Bremse ein bisschen gebraucht? Und dampft es schon? Ja. Wirklich? Oh ja, sag nicht. Dann können wir nämlich jetzt mal das Plätzchen wechseln, Papi. Ja, ich bin bei dir. Oh Gott! Ich muss vor allem etwa 3 Meter führen. In der Zwischenzeit, während wir da noch Zeugs und Sachen gemacht haben, haben sie uns ein Dings aufgestellt. Einen Slalomkurs. Nein, nicht uns, aber den Leuten, die die nächsten paar Tage da sind. Und den nutzen wir doch gerade mal. Aber eben, keine zu grosse Erwartungen, please.
Head-Up-Display hat Schön. übrigens der GT auch. Nur so zum Sagen. Und Wow. schön das Lenkrad eingestellt. Bin stolz auf dich. Nicht schlecht, oder? Ja. Weil ich die Strecke noch nie gefahren bin, nehme ich es jetzt mal ganz schnell ein bisschen chilliger. He? Das Auto macht mir fast ein bisschen Angst. Oh, it's so much fun. Oh, it's a lot of fun, this car. Wo ist der nächste? Da. Okay, let's try this again. Das Auto muss immer dort sein, wo der Pfeil anzeigt. Welcher Pfeil? Das umgekehrte Töckeli. Dort, wo der... I could do this all day. Luca, wie geht's denn nicht hin? Jetzt kommt er drauf, aber sonst ist es gut. Oh, der Oh nein, habe ich nicht geschnallt. Ja, Nein, jetzt muss ich noch aufräumen. Ja, jetzt musst du noch aufräumen, genau. Ich pfeife. Nein, das hat mit Pfeifen nichts zu tun. Das ist ein bisschen... Driving Das am ist Limit. Übung. Das ist Übung. Hallo Töckeli. Oh Mann. Einfach auf die Linie wieder, genau. Sitzt der Mann hässig auf mich, wenn die Linie nicht mehr stimmt. Du bist den Slalom jetzt gut gefahren, by the way. Thanks. Aber natürlich noch ein bisschen grosszügig. Du hast noch ein bisschen viel Platz klar. Aber das ist, wenn man den schnell fährt, ist das für alle, die beisitzen, Nicht so lustig. ist es echt Ja. nicht lustig. Ja. Und Eben. am wenigsten lustig ist es für den, der hinten sitzt. Also, was tatsächlich wahnsinnig beeindruckend ist die Dynamik von dem Auto, trotz knappen 2,5 Tonnen Gesamtgewicht. Das spürst du nicht, das Gewicht Das ist vom Auto. enorm. Und dann dürfen wir nicht vergessen, da regnet es recht stolz. Und du merkst eigentlich fast nicht, dass du auf einer einer nassen Strecke. flotschnassen Straße fährst. Wirklich flotschen, also es hat auch richtige Pfützen zum Teil zwischendrin. Ein paar Minuten der Carla gesagt, das ist eigentlich das Verrückteste an allem. Ja. Und dann ist noch nass und da Genau. krass. Ja, das ist wirklich, auch wie das Teil auf dieser nassen Straße am Boden hebt. Das ist unglaublich. Inklusive der Bremsen, genau. Inklusive der Bremsen, gell? Ja. Aber dann würde ich sagen, danke Audi, dass wir das haben dürfen machen. Danke, dass wir vor allem haben dürfen exklusiv hier auf den Flugplatz kommen. Wir haben einen riesigen Gaudi gehabt, wir werden noch ein bisschen einen Gaudi haben. Ich glaube nicht, dass wir gerade heimgehen. Und euch sehen wir im nächsten Video. Ciao zusammen! Alles ciao zusammen bitte! Ciao miteinander! Bis zum nächsten!